wir sind in der Burg Stolpen. Das heißt, noch sind wir nicht drin, sondern im Vorbereich. Ja, hier ist eine Kasse. Da muss man Eintritt bezahlen. Das kostet 8 pro Person. Ja, und hier haben wir mal ein Modell von der Burg. Also wir sind jetzt da. Ach, das kannten die Ritter auch schon. Ja, das ist hier die Folterkammer. So, nach der Folterkammer sind wir jetzt wieder draußen. Das ist hier noch einmal so ein Vorbereich. Und dort bei dem Tor geht es dann wirklich zur Burg rein. Und ich glaube, auf den Turm, da kommen wir auch rauf. Das werde ich jetzt alles noch mitnehmen. Und das hier war der Pferdestall von den Rittern. Und unter dem Pferdestall, da war die Folterkammer, wo wir gerade drin waren. Und was gibt es hier noch? Hier mal kurz die Aussicht. Auf den Turm da hinten gehen wir dann auch noch hoch. Wo geht's denn da hin? Das würde mich jetzt interessieren. Die Tür wieder schließen. Ja, zugeschlossen. Ich habe gedacht, da könnte man rein. Also diese Burg, die steht auf einem ehemaligen Vulkan. Hier kam die Lava raus und das ist jetzt alles zu Basaltstein geworden. Und da hat man dann die Burg draufgestellt. Mal schauen, also die Tür steht auf. Ich sehe kein Schild, also gehen wir mal rein. Ich warte doch, Ach, da ist ein Glasfenster in der Mitte, das heißt, hier darf man rein. Was war denn da unten? Was gibt es denn da zu sehen? Nichts, nur Steine. Was ist denn das für ein Raum? Ach, das war wohl auch ein Gefängnis. Hier sind die Leute angekettet worden. Dann mussten wir auf dem Stein da sitzen. Und das ist die Klimaanlage hier, die Fenster. Hier zieht ein Wind durch. Also im Sommer hier ist es hier angenehm, aber im Winter ist es bestimmt arschkalt hier drin. Und hier sind die Schießscharten. Da vorne sind noch mehr. Ich nehme an, dass ganz früher mal der Laufweg bis davor ging.
Ja, und jetzt sind wir wieder in einem Hof und da kommt dann wieder ein Tor und eine Mauer, ein Ding. Ich weiß nicht, ob man auf den Turm da hoch kann. Hier standen mal Kanonen, hier stehen jetzt nur die Fahrgestelle von den Kanonen. Ach, da ist sogar noch eine Kanone dran. Schauen wir uns die mal an. Wo zündet man die? War nicht hier das Loch für die Zündung? Also da müsste man ein bisschen was dran machen an der Kanone. Und die feuert da in den Wald hinein. Ich gehe mal davon aus, dass früher hier kein Wald war. Um eine Kanone abzufeuern, braucht man ein freies Sichtfeld. Schauen wir uns das hier nochmal an durch das Fenster. Ja, du kannst ja hier keine Kanone abfeuern, wenn hier überall Bäume stehen. Da bin ich mir sicher, dass die früher nicht waren. So wie ich das sehe, kann man in diesen Turm zumindest reingehen. Steht die Tür auf. Also tun wir das auch. So, jetzt bin ich hier wieder raus aus dem Turm. Hier kann man mal erkennen, wie breit, wie dick diese Burgmauer war oder ist. Ja. Also die rammst du nicht so leicht auf, aber wenn du hier mit Kanonen dagegen schießt, die hält schon was ab, so eine breite Mauer. Und da geht es dann noch hoch. Jetzt dahin. Die Küche. Und da geht es nach draußen. Aber da ist mal wieder ein Schloss dran. Mist, der will jetzt gerne rausgehen. Komisch, die interessanten Sachen, die sind immer irgendwie zugeschlossen. Ja, und hier ist auch nochmal so ein Kachelofen. Und da in der Wand verläuft der Kamin, den haben wir ja unten schon gesehen in der Küche. Und das war hier also die Wohnstube. Es hallt hier natürlich, weil der Rest des Raumes nicht eingerichtet ist. Ich denke mal, dass die früher schon ein paar mehr Möbel hier drin hatten. Schreibtisch. Oh, die Uhr ist schön. Boah, waren die Leute damals klein. Mal sehen, wie kurz das Bett hier ist. Also da könnte ich nicht schlafen, da müsste ich mich ja einkrümmen. Waschbecken. Wo kommt das Wasser her? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, und wir wendeln wieder die Treppe hoch. Bin ja gespannt, wann wir endlich mal oben sind. So, noch ein Zimmer. Welchen Sinn dieses Zimmer hat, keine Ahnung. Aber da ist die Decke. Und da ist noch einmal Gang außerhalb von dem Zimmer. Da darf man auch lang. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn da hin? Da kann man her. Hier gibt es verschiedene Fenster nach draußen, aber ein Fenster in den Raum hinein. Kurios, habe ich auch noch nicht gesehen.
Jetzt gehen wir hier quasi einmal um dieses Zimmer rum. Welchen Sinn macht das? So, und hier sind wir jetzt einmal rumgegangen. Da geht es noch irgendwo hin. Wo geht es da hin? Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da sind wir also am Ende angekommen. Am Ende dieses Turms, aber noch nicht am Ende der Besichtigung. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder hier runterlatschen und dann gibt es ja noch mehr zu sehen auf der Burg, dann im nächsten Teil. Schaut euch den nächsten Teil an und bis demnächst und tschüss.